Willkommen zu einer für uns besonderen Episode. Ein langer Traum wird wahr. Wir besteigen den Olymp oder Olympus auf Griechisch. Der höchste Berg in Griechenland und laut der griechischen Mythologie der Ort, an dem die Götter leben. Den Gipfel zu erklimmen haben wir uns schon vor langer Zeit vorgenommen. Es sollte aber eine extreme körperliche Herausforderung werden, sich durch den Schnee den Berg hinaufzukämpfen, um eine Begegnung mit den Göttern zu haben. Oh Gott! Aber Spaß darf dabei natürlich auch nicht fehlen. Yeah. Warum? Um die Geschichte aber richtig zu erzählen, fangen wir am Meer an, wo wir auf ein gutes Wetterfenster warteten. Es standen 2 aufeinanderfolgende perfekte Tage bevor, windstill, blauer Himmel und sogar Plusgrade auf dem Gipfel. Der Sonnenaufgang sagte schon alles. Ja, jetzt geht es nur noch bergauf auf den Olymp. Es sind so knapp 20 Kilometer, aber 1000 Höhenmeter. Also ungefähr eine Steigung von 5%, was für unseren Van ganz okay ist. Aber wir werden bestimmt so eine Dreiviertelstunde brauchen, weil die meiste Zeit fahren wir dann so im zweiten Gang und knapp 20. Die Fahrt in die Berge war von der Szenerie her schon ein Highlight, auch wenn uns der Schnee, der ab und zu am Straßenrand lag, etwas beunruhigte. Dies ist der älteste griechische Nationalpark und es würde sich auf jeden Fall schon lohnen, einige Tage an verschiedenen Stellen, auch weiter unten, zu parken, um wandern zu gehen und die Natur zu genießen. Zum Glück war die Straße in einem ziemlich guten Zustand. Komischerweise waren die letzten 500 Meter dann aber doch eine Holperpiste mit Flussüberquerungen. Und noch eine Schotterpiste. Marianos Rucksack. Mein Rucksack. Ihr seht, wir sind richtig gut ausgestattet. Auch wenn wir sowas nicht so oft machen. Aber wir fangen ja jetzt an. Und ich glaube, es wird richtig gut. Jetzt wird geparkt, Leute. Es ist Chaos. Das gehört aber, glaube ich, auch dazu. Ein Weinblatt. Wo tun wir es überhaupt mal? Ich dachte einfach in die Tüte. Ah ja, gute Idee. Dass jeder irgendwie 4 Brote oder 5 mitnimmt. Ich weiß nicht, wie viele nehmen wir denn? Ich soll mir jetzt noch zweimal Sandwich schmieren? Ja. Uiuiui. Naja, wenn das unser Mittagessen vielleicht und heute Abend und vielleicht morgen früh und morgen den Weg zurück. Oh Gott. Guck mal, wie deutsch sind wir. Wir schmieren uns jetzt 1000 Brote. Das war aber auf der Website, wo ich geguckt habe, Verpflegung, da hieß es so, eine gute Brotzeit darf nicht fehlen. Scherz. Der Rucksack ist voll. Ja, aber irgendwie, ich habe so Panik, da oben zu sein und Hunger zu haben. Das ist irgendwie so mein... Ich meine, ich weiß, dass ich sportlich und alles abpacken werde und dass das alles ganz schön anstrengend und nervig sein wird, aber die größte Angst ist zu verhungern und dann nicht mehr weiter zu können. Du wolltest auch noch deine Brötchen, die du gebacken hast, mitnehmen? Ja, so auf der Hand. Auf der Hand, okay. Hier sind deine Brötchen für auf der Hand. Mit vielen Broten, gefüllten Weinblättern, Obst, Keksen, Nüssen, Schokolade und vielem mehr ging es dann am Mittag los. Also was auch immer passiert, verhungern werden wir nicht. Wir wollten nicht zu früh losgehen und unnötig an der Schutzhütte auf 2100 Meter oben frieren. Die knapp 7 Kilometer sollten in 5 Stunden gut zu schaffen sein. Das Abenteuer beginnt. Wir haben gepackt, haben unsere riesen Rucksäcke auf. Mit viel zu viel Essen wahrscheinlich. Mal gucken, aber ja, mal sehen, wie es wird.
Es ist ein Abenteuer. Wir freuen uns. Ja. Okay, wie viele Meter sind wir gelaufen? 200? Wenn überhaupt. 100. Und überall ist Schnee. Das haben wir nicht erwartet. Also ja, wir sind jetzt nicht so dämlich, wie sich das vielleicht anhört. Uns ist schon klar, dass es im April noch irgendwo schneien kann auf hohen Bergen. Aber eigentlich haben wir den Wetterbericht sehr genau getrackt. Weswegen wir auch heute erst los sind. Aber dass einfach so viel Schnee liegt, hatten wir nicht gedacht. Guck mal, wie weit ich drin stecke. Das ist ein bisschen wie auf Sand laufen. Man braucht halt viel mehr Kraft irgendwie. Und dazu ist, dass es noch rutschig ist. Und dass man aufpassen muss, meine Schuhe sind nicht 100% wasserdicht. Dass die halt nicht super nass werden. Das wäre halt richtig nervig. Naja, mal gucken, wie es so weitergeht. Oh je. Oh Mann, so habe ich mir das nicht vorgestellt. So, es ist halt mega tief. Also, oh Gott. Also ich komme hier halt auch echt nicht raus. Das ist halt alles Pulver. Okay, okay. Wegen der Schneemassen haben wir richtig Probleme, den Wanderweg zu finden und sind jetzt einfach so Fußspuren gefolgt, aber das geht in die voll falsche Richtung. Deswegen ist Mariano jetzt nochmal da hinten hingelaufen und sucht den richtigen Weg. Also es ist echt alles ein bisschen komplizierter als gedacht, aber mal gucken, ob er fündig geworden ist und ob wir dann wenigstens unserer Karte folgen können und nicht immer im Schnee einsinken oder nicht so viel und dann ankommen irgendwann. Okay, er hat anscheinend einen Weg gefunden. Das heißt, ich muss jetzt hinterher. Und das heißt, ich muss ein kleines Stück zurück. Aufpassen, dass ich hier nicht immer einsinke. Mein Hintern ist nämlich schon nass, meine Schuhe sind schon nass. Aber durch die Sonne ist es echt nicht so kalt. Direkt zu Beginn so viel Schnee, schon nasse Füße und keinen erkennbaren Wanderweg war kein guter Start. Aber was Menschen am meisten antreibt, ist Hoffnung. Und wir hatten auf jeden Fall Hoffnung, dass der Weg bald besser wird. Okay, aller Anfang ist schwer. Oh, ein Weg! Wir haben jetzt einen Weg gefunden. Mit der Hilfe von Offline-Karten, GPS und Fußspuren, denen wir folgten, kamen wir voran. Anstrengender als gedacht, aber so früh wollten wir nicht aufgeben. Oh Gott. Es war auch ziemlich schön, durch so eine Winterlandschaft zu wandern. Aller Anfang ist schwer. Jetzt haben wir einen guten Weg gefunden oder den richtigen Weg und der ist jetzt besser. Und das ist so wie damals, als wir im Gorges du Verdon unsere Mehrseillängenroute gemacht haben. Und da sind wir kaum vom Boden losgekommen und mussten noch so 150 Meter und mehrere Stunden lang hochklettern. So ist das hier auch. Wir haben am Anfang jetzt den Weg auch nicht gefunden und jetzt ist es besser. Genau, und bei beiden sind wir auch voll die AnfängerInnen. Also Ja. wir sind weder Kletterprofis noch irgendwie mega aktive BergsteigerInnen oder so. Und deswegen mal gucken, wie weit wir kommen. Aber noch habe ich auf jeden Fall Bock. Ja, Aber ein bisschen Schuhe erste sind Pause schon ist auch nass. gut, ja. Schuhe nass, Hose nass, Schnee. Naja, aber erstmal ein kleines Päuschen und dann geht's weiter. Okay. Puh. Ich bin einfach unsportlich. Aber es wird. Why? Das macht einfach so viel anstrengender, mich immer da rauszukämmen. guck mal, hier wird es besser. Oh, so einen Weg habe ich mir vorgestellt. Ich meine, ein bisschen Schnee ist ja okay, aber im Schnee einsinken, uncool. So wird das was. Mit der Olympesteigung. Oh Gott. Oh nö. Tiefpunkt. We can do it. Ich bin auch noch ein bisschen nass. Wir hätten heute auch einfach am Strand chillen können. Ja, ne? Dumm. Sonne scheint. Bei so einem Wetter. Eis essen, Strand. Nein, das machen wir.
Wir wollen ein Abenteuer. Dann guck dir das mal an. Auf so einer Schneedecke laufen wir die ganze Zeit. Kein Wunder, dass wir da immer so einrutschen. Und jetzt... Hier sieht man wunderbar einen Wanderweg und dann locker einen halben Meter Schnee. Bei einer Hütte machten wir eine Pause und trockneten erstmal unsere Schuhe und Socken. Hilft wahrscheinlich nicht viel, weil gleich werden sie ja eh wieder nass. Da sind wir gestartet. Jetzt sind wir da. Und bis zu der Hütte wollen wir noch. Und dann geht's da auf den Gipfel. Okay, weiter geht's den Spuren nach. Das läuft doch super. Kannst du meinen Rucksack nehmen und da irgendwie hin tun? Scheiße. Also mein Fuß hängt da jetzt halt fest. Ich muss halt eigentlich irgendwie hier hoch. Kann ich nicht irgendwie ziehen? Ja, kannst du dich da irgendwie hinstellen? Vielleicht. Aber ich will dich auch nicht mit runterreißen. War ja geil, danke. Enttäuschung. Einer Fuß auf dem anderen. Au! Oh. 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 Geil. Danke. Okay, hier ist auf jeden Fall so eine Kante. Ja, ne? Wo ist denn der Weg eigentlich? Ja, wahrscheinlich hier so lang. Jetzt haben wir eben zum ersten Mal Leute getroffen Die waren aber auf dem Rückweg. auf dem Rückweg und die haben es auch nur bis zur Schutzhütte geschafft. Danach war irgendwie zu viel Schnee und die sahen auf jeden Fall um einiges fitter aus als wir und waren besser ausgestattet. Ja, ich glaube, wir sind deren Spuren die ganze Zeit gefolgt. Die hatten halt so Stöcke und so krasse Schneeschuhe. Ah. Naja, mal gucken, wie weit wir kommen. Ui. Oh Mann! Die Sonne verschwand inzwischen langsam hinter den Bergen. Wir hatten auf jeden Fall noch mehr als 1 Kilometer zu laufen. Der Weg wurde jetzt immer steiler und der Schnee noch tiefer, also nochmal richtig anstrengend zum Ende hin. Besonders weil wir alle paar Meter immer wieder bis zum Knie oder tiefer in den Schnee einsackten. Ja, yeah, wir haben es geschafft. Jetzt ist es 8 Uhr. Wir sind etwa so um 12 oder so losgelaufen. Also echt 8 Stunden hier hoch. Oh je. Puh. Oh, guck mal. Da, oh, da ist es. Ja, yeah, wir haben es geschafft. Unser Schlafplatz für heute Abend. Gott, ist richtig eingeschneit. Wie auf den Aushängen am Parkplatz beschrieben, sind die Schutzhütten erst ab Mai in Betrieb und es sah auch nicht so aus, als könnte man da irgendwo zum Schlafen rein. Aber dafür hatten wir ja Zelt und Schlafsack dabei. Wir hatten die tolle Idee, wir tun einfach statt unsere Rucksäcke alles, was wir brauchen, ins Zelt. Aber alles, was wir brauchen, ist auch quasi der ganze Inhalt des Rucksacks. Naja. Wir kommen in unserem Zelt
Wir haben uns jetzt ein bisschen organisiert mit unserem ganzen Chaos und machen jetzt erstmal Wasser Aus Schnee. aus Schnee, weil wir wollten natürlich auch nicht mega viel Wasser mit hochschleppen und überall ist Schnee, dann kann man den ja einfach schmelzen. Das heißt, wir können was trinken und dann was essen. So, jetzt ist 10. Wir gehen jetzt schlafen. Wir sind auch richtig K.O. Wir werden wahrscheinlich nicht so gut schlafen, weil, also noch ist es nicht kalt, aber es wird bestimmt kalt und das Zelt raschelt. Aber wir sind mega K.O. Also, Gute Nacht. gute Nacht. So, gucken wir mal, ob noch Schnee liegt. Naja. Guten Morgen. Guten Morgen. Es war eine interessante Nacht, aber nicht so schlimm wie gedacht. Also mir war richtig warm, aber es war sehr ungemütlich. Man muss dazu sagen, wir haben uns auch eine Isomatte schräg geteilt, weil ich keine habe hier in Griechenland gerade. So, dann geht's jetzt raus in die Winterlandschaft. Yay! Jetzt kommt der tolle Moment, die nassen Schuhe anzuziehen. Toll. Der Olymp gilt ja in der griechischen Mythologie als der Berg, wo die 12 Hauptgötter leben. Allerdings galt es ziemlich lange, war der Olymp generell einfach so ein relativ schwebender Begriff, also kein fester Ort. Erst im 5. Jahrhundert kam es dann dazu, dass dieser Berg quasi als der Olymp und das Zuhause der Götter gesehen wurde. Und die sollen jetzt da oben leben und sich um die Natur und die Menschen kümmern. Da oben leben zum Beispiel Zeus, der Göttervater, Poseidon, der Gott der Meere und Aphrodite, die Göttin der Schönheit. Da oben, wenn ihr das sehen könnt, ist der Gipfel. Also Einer der Gipfel. Einer der Gipfel, es gibt mehrere. Der höchste heißt Mythikas, knapp über 2900 Meter. Aber da werden wir jetzt nicht hingehen. War aber eigentlich unsere Idee. Also unsere Idee war, hier hochzulaufen zu dieser Schutzhütte. Deswegen sind wir jetzt auch hier zu übernachten, Kram hier lassen und dann weiter hochzugehen. Aber durch den ganzen Schnee und so weiter und dass wir gestern am Ende war ich echt richtig fertig und konnte gar nicht mehr. Ich bin gefühlt gerade so hier angekommen und der ganze Weg zurück wird ja auch nochmal Richtig hart. Das ist halt echt nicht zu unterschätzen, dieser Schnee. Allein hier das die letzte Steigung. Stück war richtig steil und dann, ich bin eben auch schon wieder echt 1 Meter tief eingesunken und hier sieht man auch, da ist eigentlich das Geländer. Also wir stehen halt irgendwie jetzt hier irgendwie 5 Meter über dem Boden gefühlt. Also es ist Genau, und weiter. also gestern am Ende war es auch schon fast gefährlich, dachte ich mir. Also weil es war wirklich steil und man ist richtig tief eingesunken. Und wir mit unserem schweren Gepäck, wenn man da halt irgendwie so beschissen stecken bleibt, kommt man da halt echt schwierig wieder raus. Und hier kann man auch nicht so gut gerettet werden. Genau, und gestern kamen uns ja auch schon welche entgegen, die meinten, sie sind auch nur bis hier, weil dann weiter oben halt noch mehr Schnee liegt. Und das tun wir uns einfach nicht an. Also das, was wir geschafft haben, da bin ich schon voll stolz auf uns, weil wir sind einfach AnfängerInnen, was sowas angeht und haben nicht das richtige Equipment. Weil es gibt ja auch bestimmte Schneeschuhe und so und das haben wir halt alles nicht. Genau. Von daher ist es voll okay und trotzdem irgendwie voll das Erfolgserlebnis. Wir brechen jetzt auf und essen nochmal diese selbstgemachten Müsli-Riegel. Auf jeden Fall haben wir gestern gelernt, dass man mehr essen muss. Aber ich war irgendwie so fertig und es war so anstrengend, dass ich gar keinen Appetit hatte. Aber
Mariano meinte, wir glauben, man muss sich zwischendurch immer was reinschieben, um immer weiter Energie zu haben, weil ich war am Ende schon an so einem Punkt, wo ich voll Hunger hatte und so völlig entkräftet war und diesen Berg hoch musste. Ist zu spät. Ja, das versuchen wir jetzt heute zu ändern. Und wir haben auch noch super viele Snacks. Es wäre auch dumm, die hochzuschleppen und dann wieder runter. Ja, können wir alles essen. Ja. Jetzt erstmal die... Ui, da fällt der Schnee runter. Ja. Jetzt erstmal die Müsli-Riegel, die wir gestern selbst gemacht haben. Für selbstgemachte Müsli-Riegel nehmen wir normalerweise einfach Datteln, Bananen und Haferflocken. Datteln haben wir jetzt nicht bekommen, deswegen nur Bananen. Wir haben so ein paar ziemlich reife Bananen aus dem Supermarkt, weil man will die natürlich sehr weich haben. Und ist auch gut, wenn man solche Bananen mal kauft, weil die werden dann natürlich sonst weggeschmissen, weil da kaufen wir immer noch so die frischen und nicht so braune. Und einfach schon so fertiges Müsli und das mischen wir jetzt einfach alles zusammen. Alle Bananen in die Schale und einfach mit der Gabel zerstampfen. Und dann das Müsli hinzu. Und das Ganze kommt dann in den Omniofen. Abgekühlt konnten wir dann am nächsten Morgen die Müsli-Ringe in Stücke schneiden und für die Wanderung einpacken. So wie gestern haben wir auch Leute getroffen, die auch noch zur Hütte gegangen sind, die sehr viel sportlicher aussahen. Und die zwei Herren, die wollten eigentlich auch hoch, aber ja, es ist einfach zu viel Schnee. Ich meine, man kann hier sogar aufs Dach vom Haus laufen, so viel Schnee ist hier. Auf geht's! Auf geht's! Sonst hat man ja auch, wenn man so einen Berg hochklettert, irgendwie, wenn man oben ist, so voll das Erfolgserlebnis. Das hatte ich gestern irgendwie überhaupt nicht, weil ich so fertig war. Und dann halt noch Zelt aufbauen und irgendwie ein bisschen Angst vor dieser Nacht und so. Aber jetzt habe ich ein bisschen ein Erfolgserlebnis, weil es jetzt, also mir geht es gar nicht so schlecht wie gedacht. Mal gucken, wie der Weg runter wird. Und ja, ich bin schon stolz auf uns. Das Wetter ist voll schön und die Natur ist atemberaubend. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in so einem Schnee war mit so krassen Bergen. Ich glaube noch nie, höchstens mal im Skiurlaub. Und das ist ja super konventionell und halt super, ja, mit so Liften und so. Also es ist das Ganze schon auch irgendwie ein bisschen wert. Yeah! Wuhu! Ich dachte, runterrutschen ist eine gute Idee, aber jetzt bin ich hier so reingerutscht und ich komme ja auch gar nicht mehr raus. Was machen wir hier? Ui. Hier, Ja. Leute, und andere laufen. Wir rutschen. So wie es am Berg. Nein, hier musst du aufpassen. Nicht, dass du hier wieder reinrutscht. Okay. Das ist auf jeden Fall die beste Methode. Leider geht das bergauf ja nicht. Oh, ich glaube, keine bergsteigende Person macht so einen Scheiß. Juhu! Yeah! Und du steckst wieder fest.
für einen der härtesten Teile gestern haben wir jetzt richtig kurz gebraucht, weil wir einfach runtergeslidet sind. Ja, der schlimmste Also Part war gerutscht. jetzt der einfachste. Ja, also weil es mega steil ist und ich bin sowieso immer hingefallen und dann dachte ich mir so ganz ehrlich, meine Klamotten sind eh nass, dann kann ich auch runterrutschen. Ich weiß noch genau, wie wir hier gestern saßen und ich dachte, oh Gott, da oben hin müssen wir noch. Und wir da, ich weiß, also ich glaube, wir haben echt 2 Stunden gebraucht oder so mindestens, oder? Ja, Weil es ist halt einfach mega steil. und man sagt immer 1 Meter tief ein zwischendurch, Muss ich alle dann- 3 Schritte. Ja, muss ich dann irgendwie wieder hochhieven. Also es war echt krass. Ich habe gestern Abend auch noch davon geträumt, wie wir diesen Weg wieder runtergehen oder so darüber nachgedacht und hatte so ein bisschen Angst. Deswegen bin ich richtig froh, dass das jetzt so easy ging. Auch wenn es nicht besonders professionell war. Also wenn da irgendwelche BergsteigerInnen unter euch Also die sind, Männer haben das bestimmt auch so gemacht. don't judge us. Und was uns ja auch beruhigt hat, ist, dass wir ja nicht die einzigen Idioten waren, die hier hochgerannt sind. Also das machen auch andere. Und heute ist, heute Samstag mit richtig gutem Wetter. Deswegen sind wir gespannt, wie viele Leute wir jetzt auf dem Weg runter dann auch treffen. Ja, weil also wir haben ja auch viele getroffen, die sind einfach hoch und dann den Tag wieder runter. Aber Ja. diese Männer haben ja auch so wie wieder umgezeltet. Aber trotzdem sind das alles Leute, die so aussehen, als würden sie es öfter machen. Aber hey, wartet ab, ne? In ein paar Monaten sind wir auch Expertinnen. Ich glaube nicht. Oder auch nicht. Naja, wobei, ich bin immer noch stolz, dass ich das geschafft habe. So, und weiter geht's. Yeah! Baum! Ah! Yeah! Oh Gott! Ich will laufen. Du machst einen Spagat. Wenn man so Abkürzungen nimmt mit dem Rutschen, dann muss man natürlich aber auch erstmal wieder den Weg finden. Aber wir haben jetzt den Weg wieder gefunden. Laufen wir jetzt erstmal hier wieder ein Stück und können dann gleich wieder mit einer Rutsche abkürzen. Hui. Ich bin jetzt mal wieder hier tief eingesackt. Und die Konsistenz ist übrigens ungefähr so wie so ein Slush-Eis, wenn ihr das kennt. Leider ohne Geschmacksrichtung, nur neutral weiß. Komm, meine Beine sind schon so kaputt. Also sind so schwach. Oh je, müssen wir noch mal was essen. Also ich muss sagen, der Weg runter macht sehr viel mehr Spaß als hoch. Das ist natürlich sehr viel weniger anstrengend. Jetzt das Wetter auch ziemlich gut. Gestern war dann die Sonne schon so hinter den Bergen. Und natürlich können wir auch immer hier rutschen. Yay! Oh nein, ich wieder mich umfahren hier. Toll. Was ist das denn jetzt hier für eine Paaraktivität? Und weil man nicht die ganze Zeit am Leiden ist, hat man natürlich auch zwischendurch die Chance, sich die tolle Aussicht mal anzuschauen. So, kurze Pause auf der einzigen Bank auf dem Weg. Ui. Mal das ganze Wasser hier rauslassen. Also so wie hier haben wir uns ungefähr den Weg vorgestellt. So nach der Hütte auf 2000 Metern. Klar, dass da dann noch Schnee liegt. Aber wir dachten, okay, man kann hier so lang laufen und dann zwischendurch ist da am Rand oder so wie hier nochmal so ein bisschen Schnee. Aber dass das so krass ist, haben wir jetzt nicht erwartet. Und immer wenn so ein Abschnitt kam gestern, dachten wir halt so, oh, es wird besser. Und das hat unsere Hoffnung dann so angeregt. Und deswegen sind wir halt weitergegangen und nicht umgekehrt. Dumm. Oder sehr Abenteuerlich. ehrgeizig. Abenteuerlich. Yeah, wir haben das zweite Drittel geschafft. Sind jetzt bei der nächsten Mittagspausenhütte. Ich glaube, das eben war noch ein zweites Frühstück und das ist jetzt die Mittagspause. Okay. Oh, geil. Oh. Drop. Drop. Ich glaube, ich werde so viele blaue Flecken haben. Oh je. Runter war es auf jeden Fall schneller, nicht so anstrengend und machte mehr Spaß. Runter waren wir dann auch schon wieder zurück beim Parkplatz. Oh ja. Toll. Bestimmt 3 Millionen Grad da drin. Oh ja, 31 Oh Grad. Gott, erstmal lüften. Also ich glaube, ich habe sehr viel gelernt auf dieser Wanderung.
Aha, was denn? Zum Beispiel, mein Körper kann echt mehr, als ich ihm zutraue oft. Ja. Also wenn die Willenskraft da ist, dann schafft man schon ganz schön viel. Und Auch als- besser nicht 5 Äpfel mitbringen. Ja, anderes Learning, wir sind nicht verhungert. Das dritte Learning, was ich habe, ist auf jeden Fall, also es waren jetzt 2 Tage ohne Social Media, ohne Kontakt zur Außenwelt, wo man, also wir sind ja echt nur... Heute Morgen warst du doch auf Insta, das habe ich doch gesehen. Gar nicht. Natürlich. Ja, okay, aber es hat nicht geladen. Naja, okay. Auf jeden Fall, den Großteil dieser 2 Tage sind wir einfach nur in der Natur gewesen und so mit den Gedanken, unseren Gedanken allein und haben halt nur mit uns geredet. Ja, sowas tut einfach sehr gut. Wohl verdient. Boah, bin ich K.O. Ja. Und da oben waren wir. Nicht- Warum? Nicht ganz oben, aber Aber fast. zu weit oben. Danke euch allen, dass ihr mit uns abgehangen habt. Das hat irgendwie uns noch mal ein bisschen motiviert und vielleicht haben wir irgendwen inspiriert, auch mal so ein Abenteuer zu erleben. Aber nicht Und- bei Schnee. Genau. Oder manche von euch haben einfach dazugelernt, dass man eher auch mal schneller zurückgehen könnte, wenn man wollte. Und dass das keine Schande ist, weil so Sachen wie jetzt am Strand sitzen sind auch sehr schön. Ja, ich werde mich nie wieder über langweiligen, weil ich finde das immer recht langweilig am Strand zu sitzen, aber ich werde mich nie wieder darüber beschweren. Wir waren jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall erstmal sehr entspannt Ja. und wünschen euch nur das Beste. Bis nächste Mal. Adio. Oh Gott! Warum?